Wenn ich auf Motorradreise gehe, dann fahre ich diese Tour nicht nur einmal. Das erste Mal fahre ich die Tour, wenn ich sie plane. Ich stelle mir vor, wie wohl die Orte aussehen werden, wie sich die Straßen fahren lassen und wie wohlgesonnen mir das Wetter sein wird. Ich bereite mich akribisch auf alle Eventualitäten vor und habe auch meist einen Plan B in der Tasche, ehe es überhaupt auf den Bock geht. Dann fahre ich die eigentliche Tour und kann meine Vorstellungen mit der Realität abgleichen. Im Anschluss an die Tour werden die Dateien gesichtet, sortiert und daraus wird dann eine neue Reisedoku geschnitten. So war es zumindest bei den bisherigen Reisen. Denn was, wenn das Schicksal dir trotz aller Vorbereitungen einen Strich durch die Rechnung macht und du plötzlich vor der schwierigen Entscheidung stehst, Tour abbrechen oder Zähne zusammenbeißen? Ihr wisst, dass ich in meinen Videos absolut nichts schön färbe, denn sind wir mal ehrlich, Kanäle, in denen immer alles glatt läuft, immer nur alles toll ist und immer nur die Sonne scheint, die gibt es auf YouTube bereits genug. Und ich hoffe auch, dass viele von euch genau das an meiner Arbeit zu schätzen wissen. Das ist für mich persönlich wichtig zu wissen, denn genau so ein schwieriges Video kommt heute. Im heutigen Video erzähle ich euch die für mich sehr persönliche Geschichte, warum ich mit der Schottlandreise zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt eine Tour abbrechen musste. Und ich mache mich vermutlich bei einigen von euch auch unbeliebt, wenn ich euch nämlich am Ende des Videos meine ehrliche Meinung zu Motorradreisen in Schottland mitteile. Wir beginnen den zweiten Teil der NC500, wie könnte es in Schottland anders sein, auf einer Single-Track-Road. Kurz vor Durness und damit ganz in der Nähe des nördlichsten Zipfels des schottischen Festlandes baue ich mein Zelt auf, um von dort aus am nächsten Tag noch etwas die Westküste unsicher zu machen, ehe es entlang der Ostküste wieder in Richtung Süden geht. Das war zumindest der Plan, soweit kam es aber nicht mehr. Nein, für mich war die Reise durch Schottland an diesem Abend bereits beendet, bloß wusste ich das noch nicht. Generell war vor und während der Reise irgendwie der Wurm drin. Während der Fährfahrt von Island zurück nach Dänemark habe ich mir damals das böse C eingefangen. Noch während der Heimfahrt auf der dänischen Autobahn habe ich starke Symptome bekommen und mich völlig fertig nach Hause geschleppt, möglichst ohne mit anderen in Kontakt zu kommen. Kaum war ich 5 Tage später wieder genesen, ging es auch schon weiter nach Schottland. Damit war die Krankengeschichte dieses Sommers aber noch nicht zu Ende, denn nur Stunden nachdem ich in Durness angekommen war und mein Zelt aufgebaut hatte, wurde ich erneut krank. Und zwar so krank, dass ich die Reise nicht wie geplant am nächsten Tag fortsetzen konnte, denn ich konnte überhaupt nichts mehr machen. Stattdessen lag ich den ganzen nächsten Tag über schmerzgekrümmt im Zelt und habe mich gefragt, was zur Hölle läuft hier eigentlich gerade schief? Erst am Tag darauf bin ich so gut es ging aufgebrochen und zumindest die paar Kilometer bis in die Nähe von Thurso weitergefahren, dort aber fast vom Motorrad gefallen. Glücklicherweise konnte ich meine Unterkunft dort von 1 auf 2 Tage verlängern und während ich dort so rumlag und mich nicht bewegen konnte, beschloss ich, die Reise abzubrechen. Leider nicht im Süden Schottlands, nein, natürlich ausgerechnet am nördlichsten Ende der ganzen britischen Insel. Keine gute Ausgangslage für den Heimweg, wenn man sich kaum aufrecht halten kann. Ich sah mich 2 Problemen gegenüber. Ich hatte mir eine Lebensmittelvergiftung eingehandelt, was sich bei mir darin zeigte, dass ich die Krämpfe meines Lebens hatte, nichts mehr bei mir hielt und dabei von Kopfschmerzen und Fieber geplagt wurde. Ich habe auf jeder Reise eine umfangreiche Reiseapotheke dabei und mit der habe ich mich auch so gut es ging über Wasser gehalten, aber wenn man nicht gerade einen Arztkoffer hat, stößt man damit schnell an die Grenzen. Das weitaus größere Problem aber, ich war auf einer Insel und von der Fähre abhängig. Natürlich hatte ich meine Rückfahrt von Newcastle nach Amsterdam bereits im Vorfeld fest gebucht, da die Fähren im Sommer sehr oft ausgebucht sind. Meine Überfahrt stand leider erst in einigen Tagen an, bis dahin wäre ich aber wahlweise entweder an den Krämpfen oder an reiner Langeweile kaputt gegangen. Der zweite, fast bewegungsunfähige Tag bestand dann also darin, mich stundenlang durch die Callcenter des Fährbetreibers zu telefonieren, um meine Fähre umzubuchen.
Warteschlangen sind eh schon scheiße, dabei auch noch Brechdurchfall zu haben, macht die Sache nicht besser. Am Ende hatte ich Glück und konnte eine frühere Fähre erwischen, womit dann meine 2 Tage lang dauernde Reise nach Newcastle begann. An normalen Tagen hätte ich diese 600 Kilometer an einem Tag abgerissen und hätte abends im Pub noch die Puppen tanzen lassen. An diesen 2 Tagen waren aber schon 300 Kilometer Teilstrecke für mich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Meine eigentliche Route hätte mich hier entlang geführt. Von Thurso aus hätte ich einen Tag lang die Orkney-Inseln unsicher gemacht und wäre dann weiter entlang der NC 500 bis zu ihrem Endpunkt in Inverness gefahren. Nach einem Abstecher in den Cairngorms Nationalpark hätte ich ein wenig die Hauptstadt erkundet, wäre zurück an die Westküste gefahren und hätte auf die Inseln Islay und Arran übergesetzt. Von dort hätte ich schließlich etwas über eine Woche später gemütlich den Rückweg in Richtung Newcastle angetreten. Die NC 500 bin ich im Grunde auch bis zum Ende gefahren, allerdings auf weitaus direkterem Weg. Von Thurso zog ich in einem durch bis nach Perth und dann bis nach Newcastle, mit der Fähre rüber nach Amsterdam und den Rest nach Hause. Das alles mit konstanten Schmerzen, ohne tagelang etwas Nennenswertes gegessen zu haben und mit dem allgegenwärtigen Gefühl, im nächsten Moment wahlweise oben oder unten undicht zu werden. Die längsten Tage meines Lebens. Wie dreckig es mir in dieser Zeit ging, könnt ihr übrigens an den Videoaufnahmen erkennen. Es gibt nämlich keine. Keine einzige. Normalerweise lenken mich Routineaufgaben immer ab, wenn es mir nicht gut geht, und unterwegs Videos und Bilder aufzunehmen ist mittlerweile absolute Routine geworden. Mir ging es allerdings so schlecht und ich musste mich so sehr darauf konzentrieren, während der Fahrt keinen Bockmist zu bauen, dass ich seit dem Zeitpunkt, an dem ich krank wurde und meiner Ankunft in Aachen Tage später keine einzige Aufnahme gemacht habe. Ich bin nicht das erste Mal auf Reisen krank geworden. Ich habe mir auf Tour schon mal ein rostiges Beil in die Hand gehauen, hatte Erfrierungen und Verbrennungen. Aber es ist bis heute das erste und einzige Mal, dass ich eine meiner Touren vorzeitig abbrechen musste. Und es war definitiv die richtige Entscheidung. Denn erst zu Hause konnte ich ohne bürokratischen Aufwand in ärztliche Behandlung gehen und mich komplett auskurieren. Wann ich nach Schottland zurückkehren und die Tour beenden werde, weiß ich nicht, das wird die Zukunft zeigen. Vielleicht fragt ihr euch gerade, warum ich hier meine Leidensgeschichte so breit trete, und ich kann euch beruhigen, ich mache das nicht, um entweder euer Mitleid zu bekommen oder mich hier als besonders harten Hund zu positionieren. Vielmehr möchte ich euch einen Einblick in meine Denkweise geben. Denn ich weiß, dass einige meiner Zuschauer bereits mit mir auf Tour waren und mich unterwegs hier und da als relativ kalten, wenn nicht sogar empathielosen Menschen wahrgenommen haben, was einfach daran liegt, dass ich auf Tour relativ wenig Verständnis für, nennen wir sie, Wehwehchen habe. Wenn ich auf Tour gehe, möchte ich ganz bewusst etwas Abstand vom bequemen Leben zu Hause haben. Statt in einem Hotel wache ich am liebsten beim Wildcamping an einem schönen Ort in meinem Zelt auf, statt Dusche gibt es Wasser aus dem Fluss ins Gesicht und anstelle des Frühstücksbuffets wartet meist haltbares Brot mit irgendeinem haltbaren Schmierkäse auf mich. Und auch ansonsten habe ich auf Tour einen sehr bestimmten Umgang mit persönlichen Bedürfnissen, die ich nämlich so weit es geht auf ein Minimum zurückschraube. Ich bezeichne meine Einstellung, persönliche Bedürfnisse zurückzustellen, gerne als die extra Meile fahren. Mir ist es egal, wie viele Kilometer ich an einem Tag bereits gefahren bin, wie hungrig oder nass ich bin oder wie sehr ich friere. Wenn es einen Ort gibt, den ich an diesem Tag unbedingt noch sehen möchte oder wo ich auf jeden Fall noch Aufnahmen machen möchte, dann werden eben die Zähne zusammengebissen und diese extra Meile wird noch gefahren. Erst dann kommen meine persönlichen Bedürfnisse wie Essen oder Schlafen. Für jemanden wie mich, der das eh schon anstrengende Hobby des Motorradfernreisens auch noch mit dem Dreh von Reisedokus verbindet, halte ich diese Denkweise für absolut notwendig. Denn ansonsten fehlt die intrinsische Motivation, die man braucht, um so eine Reise überhaupt durchzuziehen und mit guten Aufnahmen nach Hause zu kommen. Übertragen wir das auf Schottland. Ich hätte auf dem Weg nach Newcastle hunderte Gelegenheiten gehabt zu sagen: So, ich fahre heute keinen Meter mehr weiter und lege mich stattdessen an Ort und Stelle in einem Hotel ins Bett. Aber was hätte ich davon? Dadurch wäre nichts besser geworden, ich hätte den Leidensweg nur nach hinten verlängert. Die extra Meile bestand in Schottland darin, die gesetzten Tagesziele zu erreichen und so schnell wie es ging nach Hause zu kommen, wo ich mir schlussendlich dann auch selbst erlaubt habe, endlich zusammenzubrechen. Mich erreichen regelmäßig E-Mails, ob ich nicht mit euch mal beispielsweise durch die Eifel auf Tour gehen will, und ich denke auch wirklich oft über diese Anfragen nach, denn eigentlich hätte ich da schon Bock drauf. Aber nach dem, was ihr jetzt über mich gelernt habt, müsste man die Frage doch eigentlich umdrehen, oder? Seid ihr sicher, dass ihr mit jemandem wie mir auf Tour gehen wollt? So,
Das war der einfache Teil des Videos und jetzt kommt der knifflige Teil des Videos, in dem ich euch nämlich meine ehrliche Meinung zu Schottland mitgebe, ohne dass ich morgen einen wütenden Mob vor der Tür stehen habe. Denn trotz der frühen Abreise war ich immerhin 2 Wochen in Schottland unterwegs und wage daher zu behaupten, dass ich mir ein kleines Fazit zu Schottland als Reiseland für Motorradfahrer erlauben kann. Und obwohl man in Schottland weite Strecken durch atemberaubende Landschaften fährt, alle 2 Meter eine Ruine auf ihre Entdeckung wartet und man besonders im Norden oft die Straße für sich allein hat, läuft meine Meinung zu Schottland ganz gegensätzlich zur allgemeinen Meinung in der Motorradszene. Bevor ich damit beginne, ein kleiner Disclaimer vorab. Nichts von dem, was ich jetzt sage, ist negativ, arrogant oder in irgendeiner Form abwertend gemeint. Es stellt einfach nur meine persönliche Meinung dar, die ihr natürlich nicht teilen müsst. Denn ich persönlich halte Schottland als Ziel für Motorradreisen für überbewertet. Aber halt, bevor das jetzt in der Kommentarspalte komplett eskaliert, ich kann das erklären. Kennt ihr diesen Aufkleber hier? Egal wo ihr auf der Welt hinfahrt, ihr werdet ihn überall finden. Hier habe ich ihn beispielsweise vor dem Dom in Helsinki gesehen. Finden wir bestimmt alle lustig, dient aber auch als super Beispiel dafür, was ich in Schottland gefühlt habe. Denn ich habe in Schottland permanent den Vergleich zu Schweden, Norwegen und generell zu Skandinavien gezogen. Schön hier, aber waren Sie auch schon mal in Schweden? Deswegen gleich vorneweg. Dass ich Schottland insgesamt eher unbeeindruckt gegenüberstehe, bin ich durch mein Verhalten selbst schuld. Denn ich habe bei der Schottland-Tour einen gravierenden Fehler gemacht. Bevor ich Schottland bereist habe, war ich vorher bereits oft in Skandinavien und direkt davor auch auf Island unterwegs. Und genau das habe ich als den entscheidenden Fehler identifiziert. Schottland bietet an der Küste viele Landschaften, die denen von Südnorwegen ähneln, während die zentralen Highlands mich sehr an die Landschaft im Norden Islands erinnert haben. Der Süden Schottlands wiederum kann an vielen Stellen mit Schweden verglichen werden. Und genau das ist mein Problem. Ich vergleiche. Wenn ich auf Tour bin und das Motorrad komplett über das Muskelgedächtnis steuere, hat mein Kopf jede Menge Zeit, sich seine Gedanken zu machen und das gerade Passierende mit bereits Erlebtem zu vergleichen. Und so ist es auch während dieser Reise passiert, als ich Schottland regelmäßig mit Norwegen, Schweden und Island verglichen habe. Und leider sind sowohl Norwegen, Schweden als auch Island in jeder Hinsicht größer, rauer, wilder und karger. Und deswegen konnte mich Schottland am Ende einfach mit nichts mehr beeindrucken, da ich das alles schon mal teilweise sogar schöner bereits woanders gesehen hatte. Und das steht leider auch in hartem Widerspruch zur Wahrnehmung anderer. Wenn ich mich mit Motorradfahrern in meinem Bekanntenkreis unterhalte, waren sich bisher alle einig, dass Schottland eines der schönsten, wenn nicht sogar das schönste Land zum Motorradfahren ist. Und daran ist auch überhaupt nichts verkehrt, ich möchte dem an dieser Stelle überhaupt nicht widersprechen. Gehen wir die einzelnen Punkte aber mal Schritt für Schritt durch und ich gebe euch meine persönliche Einschätzung dazu mit auf den Weg. Im Gespräch über das Motorradfahren in Schottland fallen immer wieder Argumente wie atemberaubende Landschaften aus Bergen, Seen und wilden Küstenlandschaften, einsame Straßen, die einen diese Landschaften auch in vollen Zügen genießen lassen, ein bunter Mix aus Burgen, Schlössern und Ruinen, die dem Land einen Hauch Mystik mitgeben. Das Wetter ist zwar nicht immer freundlich, der stete Wechsel aus Sonne, Wolken und Regen gehört aber einfach dazu. Und Schottland gilt als sehr motorradfreundliches Land, da man hier auf Fahrer aus aller Welt trifft und auch viele Einheimische selbst gerne auf Tour gehen. Und ich muss aus persönlicher Erfahrung sagen, jeder dieser Punkte stimmt. Hier kommt das Aber, denn man muss dem Ganzen natürlich auch immer etwas Relativierung auf den Weg geben. Es kommt immer auf den persönlichen Blickwinkel an. Hier kommt mein Blickwinkel. Ich kann wirklich verstehen, warum Menschen das Motorradfahren in den Highlands so lieben. Wenn man es aus dem engen und hektischen Deutschland über den Kanal bis nach Schottland geschafft hat, findet man sich plötzlich in einer ganz anderen Welt wieder. Alles wirkt grüner, die Highlands geben einem das Gefühl von Freiheit, in deren Tälern man sich mit Leichtigkeit entlang der Single-Track-Roads verlieren kann und man hat eine unendlich lange Küste zu allen Seiten. Genau wie beispielsweise in Schweden muss man hier nicht ständig an einer Ampel anhalten, sondern lässt einfach rollen. Derweil verändert sich die Landschaft immer wieder, Wälder und Seen weichen Bergen und der Küste. Aber für mich kommen die Highlands eben nicht mal ansatzweise an das Gefühl der Freiheit heran, das ich fühle, wenn ich in Schweden unterwegs bin. Eigentlich mag ich den Vergleich von Ländern nicht, da jedes Land eine eigene Kultur hat und selbst ähnliche Länder eine ganz eigene Landschaft haben. Aber ich glaube, nur im direkten Vergleich kann ich euch verdeutlichen, was ich in Schottland gefühlt habe. Ist euch in Episode 3 dieses herrlich blaue Wasser entlang der NC500 in Erinnerung geblieben? Mir auch.
Aber wenn ich diese Aufnahmen mit Aufnahmen der Skandinavien-Tour vergleiche, die ich auf den Lofoten gemacht habe, zieht Schottland leider den kürzeren. Die nördlichen Highlands oder die Isle of Skye, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, sind so ziemlich das Wildeste, was wir in Schottland gefunden haben. Verglichen mit Südnorwegen, das noch am dichtesten von ganz Norwegen besiedelt ist, muss ich aber auch hier den Punkt nach Skandinavien geben. Auch die nördlichen Highlands auf Island wirken irgendwie rauer und wilder. Was ich damit sagen will: Ich glaube, dass ich persönlich so sehr an außergewöhnliche Landschaftsformen gewöhnt bin, seien es Berge, Fjorde oder karge Steinwüsten, dass mich Schottland mit in Anführungszeichen abgespeckten Versionen davon leider am Ende mit nichts mehr beeindrucken konnte. Kommen wir zum Punkt der einsamen Straßen durch die Berge und entlang der Küste. Ja, die gibt es. So schön die Highlands auch sind, müssen wir an der Stelle aber auch ehrlich zu uns und anderen sein. Man ist in Schottland niemals allein, auch auf den einsamen Straßen nicht. Die meiste Zeit fährt man nur auf zwei Arten durch Schottland. Entweder fährt man mit 60 Meilen oder 97 km/h eine sehr schmale Landstraße entlang. Die ist zwar kurvig und hügelig, dabei kommt aber laufend Gegenverkehr, der seine Spur nicht hält, und ihr werdet gleichzeitig von hinten bedrängt, während vorne jemand nicht aus dem Quark kommt. Rechts und links der Straße wachsen hohe Bäume, die einem die Sicht auf die Landschaft versperren. Schön zu fahren ist das nicht. Oder man fährt zugegebenermaßen sehr meditativ eine einsame Single-Track-Road durch das Hinterland, wie es beispielsweise ein Großteil der NC 500 der Fall ist. Allerdings ist hier die Wahrscheinlichkeit groß, sehr bald ein Wohnmobil vor sich zu haben, das einem einerseits die Sicht auf die Landschaft versperrt und zum anderen auch noch nur gefühlt mit Schrittgeschwindigkeit fährt. Überholen kann man auf der schmalen und unübersichtlichen Straße nicht, und selbst wenn, hat man direkt das nächste Wohnmobil vor sich. So schön es auch ist, entspannt vor sich hinzurollen, irgendwann platzt einem doch der Sack, wenn man das Gefühl hat, man würde sich nicht von der Stelle bewegen. Nennt mich verrückt, aber mich hat Schottland am Anfang der Reise tatsächlich so sehr nicht abgeholt, dass ich wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, Kati auf dem Rückweg in die Heimat zu begleiten und die Schottland-Tour viel früher abzubrechen. Denn den Norden Englands und den Süden Schottlands, abgesehen jetzt von Glencoe, fand ich persönlich überhaupt nicht schön zu fahren. Für mich persönlich wurde es erst auf der Isle of Skye und auch später auf der NC 500 wieder besser. Am Punkt der Burgen, Schlösser und Ruinen habe ich absolut nichts auszusetzen. Wer es genauso liebt wie ich, die Ruinen von Burgen oder Kirchen unsicher zu machen, wird in Schottland voll auf seine Kosten kommen. Bei der Reiseplanung war ich sogar so weit verwirrt, dass ich gar nicht wusste, welche Ruine man bewusst besuchen und welche links liegen lassen soll, so viele stehen zur Auswahl. Auch zum Wetter kann ich nur sagen, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Und eigentlich noch mehr, denn das muss man auch mal festhalten: Ich hatte in den knapp 2 Wochen, die ich in Schottland war, einfach unverschämtes Glück mit dem Wetter. Klar, es gab 3 Tage mit Regen und einem zusätzlich noch mit Windstärke 5, aber abgesehen davon herrschte die meiste Zeit bewölktes oder sogar sonniges Wetter. Besseres Wetter hätte ich nicht zu wünschen gewagt. Und weil ich direkt vor der Schottlandreise auch noch auf Island war, hing meine Messlatte für schlechtes Wetter verdammt hoch. Wenn Schottland aber eines ist, dann tatsächlich ein sehr motorradfreundliches Land. Generell ist die Gastfreundschaft in Schottland sehr erfrischend, egal wo ich hinkam, wurde ich freundlich, wenn auch etwas undeutlich empfangen. Denn die einzige Person, die ich in Schottland auf Anhieb verstanden habe, war eine Engländerin aus London. Da bin ich auch ganz dankbar für, denn sie war meine Gastgeberin, als es mir am schlechtesten ging, und sie half mir, wieder einigermaßen auf die Beine zu kommen. Eine Sache möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen: Schottland ist ein wirklich schönes Reiseland, daran gibt es überhaupt nichts zu rütteln. Ich kann mich nur persönlich leider nicht einfach so in die Lobeshymnen einreihen, die mich dazu immer wieder erreichen, und ich hoffe, die Gründe dazu habe ich euch jetzt ausführlich dargelegt. Wenn ihr persönlich gerne durch Schottland reist, wenn Schottland vielleicht sogar euer Lieblingsland ist, dann ist das vollkommen fein für mich. Das soll hier kein Schwanzvergleich der schönsten Reiseländer werden. Wenn Schottland allerdings euer Lieblingsreiseland ist, dann tut mir doch bitte einen Gefallen und schreibt mir unten in die Kommentare, warum das so ist. Denn eine Sache steht fest: Ich werde nach Schottland zurückkehren und die Tour auch zu Ende fahren, und dann will ich natürlich auch von eurer Expertise profitieren. Und wenn ihr die Videos zu Schottland trotzdem einigermaßen interessant fandet, dann unterstützt mich doch gern bei meiner Arbeit, entweder mit eurem Abo, eurem Like oder eurem Kommentar. Und wir sehen uns hier ja auch schon bald wieder, denn die nächste Staffel dreht sich dann um die große Skandinavienreise vom Sommer 2023, die uns durch Norwegen und Schweden hoch ans Nordkap und durch Finnland dann wieder nach Hause geführt hat. Von daher wie immer, danke euch fürs Mitfahren und bis zum nächsten Mal.